Hallo und willkommen zurück auf den Kanal Computersachen. Heute nehmen wir uns die dritte Wallet vor und das ist die Atomic Wallet. Die Atomic Wallet ist eine recht nette Wallet, kann man eigentlich sagen, die auch die abwegigsten Coins drin hat, die man da aufbewahren kann. Deshalb ist sie nicht zu verachten. So, wir suchen uns hier die Atomic Wallet Download. Ist recht einfach zu finden. Was ganz wichtig ist, was ganz nett ist, das seht ihr hier. Es gibt es für Windows, für macOS, für Ubuntu, für Debian, für Fedora, für Android, also im Android Store, im Apple Store und im Google Play Store. Die App gibt es also für alles. Dann habt ihr natürlich oben auch verschiedene Sprachen. Wir begnügen uns mit der Windows-Version. Die E-Mail-Adresse brauchen wir nicht eingeben. Wir akzeptieren unseren Download und sehen uns gleich nach dem Download wieder. So, wir haben alles heruntergeladen und dann kann es losgehen. Wir klicken hier unten unsere Atomic Wallet an. Dann geht uns das Setup auf. Und er hat wieder mal nicht genommen, was ich ihm auch zutraue. Meine liebe Windows virtuelle Maschine. Machen wir es nochmal. Open Wallet ist jetzt bei mir hier angezeigt, weil ich mich schon mal angemeldet hatte an dieser Wallet, um zu sehen, ob es da Änderungen gibt und euch das natürlich auch entsprechend zeigen kann. Restore vom Backup. Das bekommt ihr normalerweise nicht, das ist, weil schon eine Wallet installiert hat. Da könnt ihr jetzt einen Seedcase eingeben, die 12 Keywords, die wir zum Beispiel im ersten Video von den Wallets bei Coinbase eingegeben haben. Nein, das ist falsch. Diese Kennwörter. Können wir uns jetzt mal kopieren, die Seedphrase. Dann können wir die hier einsetzen und können eine Wallet wiederherstellen. Das heißt, wir hätten jetzt mit Atomic Zugriff auf die Coinbase-Daten, auf die Coinbase Wallet. Das ist wichtig zu verstehen, diese 12 Wörter oder bei anderen sind es 24 Wörter, sind der Generalschlüssel zu euren Coins. Gebt die nie aus der Hand. Nie. Niemals. Und bewahrt ihn immer gut auf, weil das ist der Zugriff zu euren Coins. Wer diese Keys hat, kann eure Coins verwalten, ausgeben, stibitzen oder sonstiges. Diesen Key, ich predige es immer wieder in jedem Video, packt diese Keys auf Seite. So, wir restoren die jetzt allerdings nicht. Wir gehen mal das Setup hier und sagen Create New Wallet. Wie gesagt, diese Warnung, dass ihr die alte Wallet löscht, bekommt ihr nicht. Die bekommen wir jetzt hier, weil ich schon eine hinterlegt hatte. So, Continue. Dann nehmen wir dasselbe Passwort, was wir auch bei der Coinbase Wallet gehabt haben. Es sind reine Schulungsdaten und total unrelevant. Von daher gesehen könnt ihr die gerne kopieren. So, dann sagen wir Set Passwort. Damit ist unser Passwort gesetzt. Jetzt werden unsere Wallets generiert. Was wir jetzt gleich sehen. So, jetzt haben wir hier eine neue Wallet erstellt und haben natürlich hier einen neuen Seed Key gekriegt. Den kopieren wir uns. So, habe ich mir rauskopiert. Ist kopiert, dann Open Wallet. So, und hier sehen wir jetzt, wenn wir da mal runtergehen, das ist eine riesenlange Liste. Hier findet ihr eigentlich schier jeden Coin und Token, den ihr irgendwie in eurer Wallet haben wollt. Meine persönliche Kombination Favorite ist die Coinbase Wallet, die habe ich auf dem Mobile Phone drauf. Und für Bitcoin und Lightning verwende ich die Blue Wallet. Und dann habe ich noch auf dem PC zusätzlich als alternative Wallet die Atomic laufen. Wie gesagt, man kann das auch kombinieren, man kann untereinander auf die verschiedenen Wallets eben zugreifen. Wenn ihr diese Keys entsprechend eine neue Wallet wiederherstellt,
wird die da eingebunden. Aber wie gesagt, ihr könnt jetzt hier keine zweite Bitcoin-Wallet einbinden. Das geht nicht. Also ihr habt eine Wallet Bitcoin, die ist hier drin hinterlegt. So, was man auf alle Fälle hier als erstes mal machen sollte, ist aufräumen. Das macht ihr hier. So, dann werden erstmal alle Coins angezeigt. Das schalten wir aus. Alle Tokens schalten wir aus. Ja, ihr seht, das ist also wirklich uferlos viel. So, was könnten wir gebrauchen? Den Bitcoin, dann nehmen wir uns noch einen Token raus. Den Crow-Token nehmen wir noch dazu. So, Show All machen wir nicht, wir machen Apply. So, und jetzt ist die Liste mal schon kürzer hier. Jetzt ist es übersichtlich. Ja, dann kann man es dann alle Tokens hinzufügen und Coins, die wir halt haben wollen. Die Historie ist natürlich leer. Kann man hier mit Bitcoin auch kaufen, mit Kreditkarte. Na, hier ist dann auch Buy Crypto. Die Währung könnt ihr hier umschalten. Wie gesagt, das Ding hier unterstützt eigentlich alles. Ihr könnt Euro auswählen. Ihr könnt als Standardwährung auch Bitcoin auswählen, das bleibt völlig euch überlassen. Und die Historie ist leer, dann schauen wir uns noch ganz kurz die Settings an. Unter Security könnt ihr das Zugangskennwort ändern. Unter Private Keys, das ist gesichert, das zeige ich jetzt aber trotzdem, weil es ist nämlich wirklich interessant, das kenne ich auch nur von dieser Wallet. Kopieren wir uns mal schnell das Kennwort. Müssen wir abbrechen. Nee, du nicht. So, Show Private Keys. So. Der Atomic Key, das ist eure Key Seed. Die ist das, wo euer Zugang ist, generell zu diesem ganzen Ding. Daran gekoppelt sind also Bitcoin, Ethereum, Flare, Doge, alles komplett runter, die komplette Galerie. Was jetzt für euch interessant ist, was ich euch zeigen möchte, ihr habt hier den Public Key. Ja, das ist quasi der Key, wo ihr Geld hinüberweisen lassen könnt. Das können wir uns gleich auch noch anschauen. Und dann habt ihr den Private Key, das ist euer eigener Key. Den dürft ihr nicht weitergeben. Ja, also die Private Keys bleiben immer bei euch. Der endet hier mit CHEY und fängt mit 12 an. Gehen wir mal Wallet, Bitcoin. Dann sagen wir Receive. Und da sehen wir auch schon, das ist unser Public Key. Wie gesagt, diesen Public Key ja weitergeben und die anderen Keys, die ich euch gerade gezeigt habe, die Private Keys, die speichert er, die hebt er euch auf. Gehen wir nochmal kurz rein in Settings. Das Kennwort nochmal einfügen, Show Private Keys. Das kann man hier recht gut machen. Command A, macht er wieder nicht, ist klar. Aha. Einfach mit der Maus drüber ziehen, alles markieren. Kann man schon runterziehen. Dann macht ihr String C. Ich habe jetzt nicht alles markiert, glaube ich. Und Ctrl V einsetzen. So. Dann habt ihr hier immer den Public Key, Private Key. Das ist halt von der Aufteilung ein bisschen blöd, weil es jetzt so kopiert ist. Aber wie gesagt, so könnt ihr euch die ganzen Keys da einzeln rauskopieren. Für euch wichtig zu wissen. Das ist mal rückgängig. Und ansonsten funktioniert es ja auch genauso wie Ethereum Receive. So, und dann sollte euch das eigentlich auch schon klar sein, wie das funktioniert. Hier, wir haben jetzt schon aufgerufen, Received. Das ist eure Adresse. Die kann der andere dann mit seinem Handy scannen und euch das Geld überweisen, beziehungsweise die Coins. Beziehungsweise ihr könnt die Adresse hier kopieren. Wird auch kurz eingeblendet. Adresse ist Copy. Dann könnt ihr das per Messenger, SMS, WhatsApp oder was immer verschicken. Dann gehen wir da mal drauf. Wir können hier senden. Ja. Dann brauchen wir hier oben die Adresse. Dann wie viel das wir überweisen wollen, wie viel Bitcoin. Also im ganzen Bitcoin werden wir garantiert nicht überweisen. Hier ist es ganz wichtig, die Komma-Taste, wie ihr das kennt, die funktioniert hier nicht. Wir brauchen hier einen Punkt. Dann geht das. Also 0.0005. Das sind 12 Euro. Das ist ein ganz genehmer Betrag. So, jetzt haben wir unsere eigene Adresse mal hier eingesetzt. Die habe ich gerade vorhin die Ablage kopiert. So, dann sagt er uns, das geht so nicht. Wir müssen uns erst Bitcoins zulegen. Ja.
Ansonsten wäre es dann Cent und okay, wenn wir jetzt Bitcoins drauf hätten, haben wir aber nicht. Das ist jetzt unser Problem. Also gehen wir jetzt da wieder raus. Das ist der ganze Schabernack, der ganze Zauber an der Geschichte. Das gleiche ist mit Ethereum, Receive. Da seht ihr auch, das ist eine ganz andere Adresse hier unten jetzt hat. Das ist eine Ethereum-Adresse. Und dann können wir uns noch kurz die Trockenadresse mal angucken. Ja, den Crypto.com-Coin, den hat es auch ganz schön gelassen, der hat auch ganz schön Fehler gelassen. Die schaut ähnlich aus wie die Ethereum-Adresse, liegt daran, dass es ein Ethereum-Token ist, der läuft im Ethereum-Netzwerk. Ja, am besten ist ihr macht das immer mit dem QR-Code-Scan oder ihr kopiert diese Adresse. Ich würde nicht anfangen, die abzuschreiben oder abzutippen, es ist einfach zu leicht, dass man bei Groß- und Kleinschreibung oder so einfach einen Fehler drin hat und die Zahlung dann irgendwo im Nichts verschwindet. Es ist da sehr schwierig, wenn überhaupt unmöglich, an sein Geld wieder dran zu kommen, wenn man es falsch verschickt hat, weil man nämlich auch gar nicht teilweise weiß, wohin. Dann ist die Atomic Wallet eine sehr anonyme Wallet, das gibt es auch, da kann man mal auf Support gucken. Da gibt es ja auch noch eine Knowledge Base, die kann man sich angucken, Video Tutorials, die Anonymous Atomic ID, die wird euch hier angezeigt. Genau, also das ist auch eine sehr schöne Wallet, kann ich wärmstens empfehlen. So, dann natürlich wie immer der Hinweis in eigener Sache, der nicht fehlen darf. Für einen Like wären wir sehr dankbar, wenn euch das Video gefallen hat oder gefällt. Für ein Kanalabo wäre es natürlich ein Traum. Und einen Kommentar dürft ihr auch gerne da lassen, Verbesserungsvorschläge. Ob ich wieder mal zu viel genuschelt habe oder so, wäre auch ganz lieb. Ansonsten, wenn ihr Probleme habt beim Nachvollziehen dieses Videos, eine Einarbeitung benötigt für euch selber, für eine Gruppe, wenn ihr EDV-Probleme generell habt, wenn ihr eine Schulung braucht, Training, auch zu Bitcoins und Wallets, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zur KSC. Da übernehmen wir das alles für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung oder sonstige Verpflichtungen, einfach gegen Auftrag. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis bald.